Achtung, was ihr hier seht, ist nach aktueller Gesetzeslage verboten und kann zur Beschlagnahmung des Rollstuhls führen. Glaubt ihr nicht? Dann bleibt dran! Nach einem Verkehrsunfall bin ich auf den Rollstuhl angewiesen und mir wurde gleich klar, ich muss einiges tun, um die Naturschönheiten und die Freiheit in der schönen Fränkischen weiter genießen zu können. Mit viel Training und technischen Entwicklungen konnte ich meine Freiheit seitdem deutlich erweitern. Aber jetzt ist das Ganze gesetzlich verboten. In der bayerischen Verfassung ist das Recht auf Genuss der Naturschönheiten und Erholung in der freien Natur als Grundrecht verankert. Das hört sich ja schon mal ganz gut an. Das Ganze ist unter dem Betretungsrecht geregelt. Und hier fängt die ganze Sache an. Das Betretungsrecht bezieht sich nämlich eindeutig auf Fußgänger, die gehen, wandern oder laufen. Diese dürfen sich frei in der Natur bewegen und sind nicht auf Wege beschränkt. In diesem Zusammenhang ist ein Rollstuhl als Fahrzeug ohne Motorkraft zu sehen. Fahrzeuge ohne Motorkraft sind auf Wege, die sich dafür eignen, beschränkt. Das bedeutet, der Rollstuhlfahrer darf den Weg nicht verlassen. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass der Fußgänger immer Vorrang hat. Hier bereits geht die Gleichberechtigung völlig verloren. Aber es kommt noch besser. Jetzt kommt nämlich die neueste Gesetzesänderung des Naturschutzgesetzes zum Tragen, die den Naturgenuss für Mountainbike-Fahrer erheblich einschränkt und für Rollstuhlfahrer so gut wie unmöglich macht. Jetzt nochmal. Es ist nur erlaubt, sich auf geeigneten Wegen zu bewegen. Ob ein Weg geeignet ist, hängt von der Nutzungsart ab und von einer objektiven Eignung. Das bedeutet, der Rollstuhlfahrer darf sich nur auf rollstuhlgerechten Wegen fortbewegen. Das Können des Rollstuhlfahrers ist dabei irrelevant. Nach der DIN-Norm hat ein rollstuhlgeeigneter Weg maximal 2,5% seitliches Gefälle und bis zu maximal 6% Längsgefälle. Die Oberfläche muss eben stufenlos, griffig, fugenarm, rutschhemmend und so weiter und so weiter und so weiter. Ganz klar, das trifft auf keinen Waldweg zu. Aber selbst diese rollstuhlgerechten Waldwege, die es nicht gibt, können immer noch ungeeignet werden, wenn sehr viele Wanderer unterwegs sind, wenn Fußgänger nicht gefahrlos an mir vorbeikommen oder wenn ich als Rollstuhlfahrer Fußgänger behindere. So, jawohl. Gleichstellung sieht anders aus, würde ich sagen. Wenn wir uns jetzt die Einschränkungen des Rollstuhlfahrers anschauen, sehen wir, es ist unmöglich, sich in der freien Natur im Rollstuhl zu bewegen. Aber jetzt kommt es noch besser. Denn wer gegen das Betretungsrecht verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und die dabei verwendeten Gegenstände, die können eingezogen und beschlagnahmt werden. Kurz nochmal zum Verständnis. Wenn ich mit dem Rollstuhl irgendwo hingehe und plötzlich sind da viele Wanderer, dann gibt es jetzt eine Rechtsgrundlage, mir meinen Rollstuhl zu entziehen, wenn ich dort weiterfahre. Fühlt sich ein Fußgänger von mir behindert, dürfte mein Rollstuhl beschlagnahmt werden. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Nach diesen Einschränkungen kann ich auch mein Handbike, an dem ich seit Jahren baue, nicht mehr legal benutzen. Ich bin sprachlos, ich kann es nicht in Worte fassen. Man ist doch als Rollstuhlfahrer sowieso schon genug in seiner Freiheit eingeschränkt. Ist der Naturschutzgedanke wirklich so schwerwiegend, dass man Rollstuhlfahrern den Zugang zur freien Natur verbieten kann? Wenn ihr findet, dass das ein unrechtmäßiger Eingriff in die Freiheit aller Rollstuhlfahrer ist, dann helft mir. Liked und teilt dieses Video, lasst was in den Kommentaren da. Wenn ihr wisst, wie man dagegen vorgehen kann oder von einem Rollstuhlverein oder ähnlichem seid, schreibt mich an und helft mir, diesen Quatsch aus der Welt zu schaffen, damit solche Szenen bald wieder legal sind und ich keine Angst haben muss, dass einer meinen Rollstuhl beschlagnahmen kann. Danke fürs Zuschauen, danke für eure Unterstützung und ich hoffe,
dieses Video findet die Reichweite, um in diesem Punkt wirklich was zu verändern.